Servus, hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Es ist heute warm, es ist so warm wie im Urlaub. Über 2 Wochen waren wir, also wir waren 2 Wochen weg, aber über 2 Wochen ist es jetzt her, seit ich die Bulbophyllum-Orchideen das letzte Mal gegossen habe. Und bei Bulbophyllum, da sollten eigentlich gleich die Alarmglocken läuten. Die mögen es an sich deutlich feuchter. Die mögen es auch nicht, wenn es zu warm ist. Und wie bin ich jetzt vorgegangen? Ihr seht, hinter mir sind 2 Fenster. Da ist noch ein relativ kühler, schattiger, unsanierter Raum. Relativ dunkel wegen den kleinen 2 Fenstern, kommt nicht so viel Licht rein und ich dachte mir, da wird es wahrscheinlich der beste Platz sein, um solche Orchideen, die es eher schattiger, die es vielleicht eher kühler, die ein bisschen länger feucht bleiben wollen, mögen, dass sie das da am besten überstehen können. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Bulbophyllum Orchideen an, was passiert ist, wie sie sich entwickelt haben, ob irgendwas überhaupt sich entwickelt hat. Und deswegen legen wir jetzt los. Hier habe ich die Bulbophyllum longiflorum. Die hat jetzt, außer dass sie Schädlinge angesetzt hat, in dem Fall die Schmierlaus, keinen Neutrieb gemacht. Wo kommt das jetzt her mit den Schädlingen? Im Sommer trockene, warme Luft. Da fühlen sich so Schädlinge wie die Schmierlaus pudelwohl. Und wenn das dann noch in einem Raum ist, wo nicht viel Luftbewegung ist, ist das dann noch fast förderlicher. Wir sehen das hier an dem einen Trieb, der ist so richtig schön weiß. Und dann sehen wir an dem anderen Trieb, da sind so weiße Punkte. Und ja, das heißt, in dem Fall muss ich gegen die Schmierlaus vorgehen, weil die würde sonst Überhand nehmen. Und das ist eine Sache, die kann natürlich passieren, wenn man nicht vor Ort ist und das Ganze beobachten kann, dann können diese Schädlinge sich richtig explosionsartig entwickeln. Das heißt, einfach nur mit dem dementsprechenden Mittel behandeln. Man kann dazu zum Beispiel Neemöl nutzen. Das funktioniert bei Orchideen recht gut. Es gibt auch noch andere Mittel. Ich werde 2 Stück in der Beschreibung am besten verlinken und dann könnt ihr euch da einfach mal ein bisschen weiter informieren. Schauen wir bei der nächsten Orchidee. Das hier ist ja genau die Fascinator X Phalaenopsis Bulbophyllum. Das ist momentan die einzige, die im Orchitop wächst. Ihr seht hier ist sogar noch Wasser drin. Ich schütte mal ein bisschen aus, dann sieht man es noch besser. Vor diesen 2,5, 3 Wochen, wie es jetzt sind, war hier das Wasser bis zum Rand gestanden, wie man das normalerweise macht mit dem Orchitop und bei den Orchideen. Und ihr seht sogar jetzt ist noch Wasser vorhanden. Das heißt, wenn man genügend Wasser hinzufügt in das Gefäß, dann kann das durchaus lange halten. Das wären jetzt problemlos auch noch eine weitere Woche, würde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Deswegen die hier werde ich wahrscheinlich nicht gießen. Diese hier werde ich gießen, weil man sieht, im Glas ist überhaupt nirgends mehr Feuchtigkeit vorhanden. Das heißt, jetzt kommt hier ein bisschen wohltemperiertes Wasser rein und dann fühlt sie sich wohl. Hoffe ich doch. Kommen wir zur nächsten. Das hier ist die Bulbophyllum dentiferum. Dentiferum, wie hat sie sich entwickelt? Ich meine, hier dieser Neutrieb war einer der letzten, der sich gebildet hat. Ist jetzt ausgebildet oder fertig ausgebildet. Ansonsten sehe ich hier nichts. Im Moment ist auch noch kein Blütentrieb unterwegs. Sehen wir hier in der Schale irgendwo noch Feuchtigkeit? Jawohl, selbst hier unten sehen wir in der Schale noch Feuchtigkeit. Und ihr seht, die Pflanze hat es auch ganz gut überstanden. Neutrieb sehe ich jetzt nicht unbedingt. Die alten Neutriebe haben sich jetzt ausgebildet oder sind jetzt ausgereift. Da wird also dann zukünftig auch eine Blüte vorhanden sein. Und was wir auch sehen können, dass ihr mir auch glaubt, dass das die Neutriebe sind, hier bilden sich Wurzeln. Und ich finde auch diese Schale, diese flachen Schalen, ich meine, die habe ich vom schwedischen Möbelgeschäft. Die finde ich eigentlich ganz praktisch für Orchideen. Wenn man jetzt Glasschalen einsetzen möchte und kein Orchitop, wobei das Orchitop auch in Ordnung ist. Aber hier finde ich, ist es fast besser im Nachhinein als jetzt bei so einem schrägen Gefäß. Aber das funktioniert auch, werden wir uns auch gleich anschauen. Auf jeden Fall hat hier die Dentiferum Bulbophyllum das Ganze super gut überstanden. Und deswegen wechseln wir jetzt gleich zur nächsten, und zwar zur Curtisii. Was ist denn bei Curtisii passiert? Hier ist auf jeden Fall ein Trieb. Da ist ein Blatt vertrocknet, kann auch passieren. Ansonsten, hier ist nochmal ein Blatt, wahrscheinlich vom gleichen Trieb. Ansonsten sehe ich hier nur 3 Neutriebe. Hier sind 3
Hier sind sogar auch noch mal welche. Das heißt, die hat es auch ganz gut überstanden. Schauen wir mal nach der Feuchtigkeit. Hier unten ist auch noch ausreichend Feuchtigkeit. Das heißt, es hat echt gut funktioniert. Diesbezüglich, da werde ich jetzt auch direkt noch nicht gießen. Das werde ich wahrscheinlich erst vermutlich nach einer Woche circa machen. Ansonsten hat sich die Pflanze wirklich gut weiterentwickelt. Auf jeden Fall zahlreiche Neutriebe haben sich entwickelt. Jetzt in diesen 2 Wochen logischerweise nicht. Das dauert natürlich länger. Die waren davor wahrscheinlich auch schon da. Aber die sind jetzt schon gut gewachsen. Das heißt, auch Courtisii hat das Ganze bestens überstanden. Cooler wäre natürlich gewesen, wenn man hier eine Blüte gehabt hätte. Aber wir wollen nicht allzu anspruchsvoll sein. Kommen wir zur nächsten. Und zwar ist das hier die Elizabeth Ann Buckleberry. Und der geht es auch gut. Ich sehe jetzt hier im Gefäß nicht wirklich, dass da noch Feuchtigkeit vorhanden ist. Das heißt, die wird auf jeden Fall gegossen. Und was ihr sehen könnt, hier ist ein neues Blatt. Das heißt, hier hat sich ein neuer Trieb entwickelt. Und ganz coolerweise sehen wir auch hier, bildet sich im Glas, ich hoffe, ihr könnt sehen, ein Neutrieb aus. Ich hoffe auch, dass der sich noch aus dem Kolomi herausgraben wird. Aber da das Kolomi ja relativ locker ist oder immer locker bleibt, muss man so rum sagen, dürfte das, dass er hier wächst, kein Problem sein. Er wird sich einfach rausdrücken. Und ja, jetzt geben wir der Pflanze auch ein bisschen Wasser. Und schon war es das, einfach so ein Schluck. Und dann sehen wir, ist hier wieder Wasser erkennbar. Das heißt, der Pflanze haben wir jetzt auch geholfen, dass wir den Neutrieb hier vorne auch nochmal sehen können. Habe ich es ein bisschen frei gemacht. Das heißt, auch die Elizabeth Ann Buckleberry Bulbophyllum hat sich gut entwickelt. Auch insgesamt bei allen sind die Blätter richtig schön noch straff. Das heißt, auch das hat gut funktioniert. Dann haben wir nur noch 2 Bulbophyllum Orchideen. Und zwar ist das hier die Masterianum. Die Masterianum, die hatte ja auch schon mal geblüht. Hier ist kein Wasser mehr im Gefäß drin. Die hat auch am Blatt, sieht man, das Blatt wird ein bisschen schrumpelig. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall gleich gießen. Und dann ist sie auch versorgt. Und jetzt sehen wir, hier ist wieder das Wasser im Gefäß. Nach diesem Video übrigens werde ich die Pflanzen auch wieder an ihren ursprünglichen Platz in meinem Büro stellen. Und hier, das ist ja schick, die Bulbophyllum fenestratum. Man sieht zwar hier im Gefäß, ist kein Wasser mehr vorhanden, aber dafür hat sie 1, 2, 3 Neutriebe ausgebildet. Sieht man hier. Das heißt, auch die hat es gut überstanden. Die Blätter sind auch nicht wirklich stark dehydriert, aber da ja kein Wasser mehr drin ist, gehen wir her und geben ihr einen ordentlichen Schluck Wasser. Bei den Temperaturen wird sie das auch gut benötigen. Und wenn dann die Neutriebe anfangen, Wurzeln auszubilden, werden die natürlich auch direkt in das kühle Nass hineinwachsen. So, jetzt habt ihr gesehen, auch Bulbophyllum kann problemlos längere Zeit, wenn ihr es entsprechend vorbereitet, längere Zeit problemlos eure Urlaubszeit überstehen. Durchaus für 3 Wochen, vielleicht sogar auch länger, je nachdem. Und das ist also eine gute Information für euch. Wenn ihr weitere Fragen habt oder das Projekt unterstützen wollt, hier unten ist ein Herzchen, da könnt ihr draufklicken und das Projekt unterstützen. Ihr könnt auf die Webseite gehen und das Projekt mit einem Kaffee unterstützen oder 2, 3, 4, 5 Kaffees mit oder ohne Zucker, mit Milch, wie ihr das wollt, Cappuccino oder Latte Macchiato. Ansonsten könnt ihr die Kanalmitgliedschaft nutzen, um alle Videos, die bereits online sind, vor allen anderen zu sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Update beim Thema Bulbophyllum oder zu einer anderen Orchidee. Gebt einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Video und tschüss.